Guten Tag an alle. Ich bin Peter und herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die mich wirklich sehr viel gelehrt hat. Nicht nur über Deutschland, sondern auch über mich selbst. Es ist eine Geschichte über einen Moment, in dem alles nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und trotzdem, oder vielleicht genau deshalb, ist sie eine der Erinnerungen, die ich am meisten schätze. Alles begann vor etwa 2 Jahren. Ich war in Deutschland unterwegs auf einer langen Reise. Ich hatte so viel geplant. München, Heidelberg, Berlin. Die Liste war lang und ich war voller Energie. Ich hatte sogar ein kleines Notizbuch dabei, in dem ich alles aufgeschrieben hatte. Museen, Restaurants, Stadtteile, Parks. Ich hatte wochenlang geplant und ich war so aufgeregt wie ein Kind vor dem ersten Schultag. Wer kennt dieses Gefühl? Man reist in ein neues Land, man ist aufgeregt, der Kopf ist voller Ideen und man denkt, dass nichts schiefgehen kann. Man glaubt, man hat alles unter Kontrolle. Aber manchmal denkt der Körper anders. Es war ein Dienstagmorgen in München. Ich lag in meinem Hotelzimmer und merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Mein Kopf fühlte sich schwer an, fast wie Beton. Meine Kehle brannte. Ich hatte leichtes Fieber und jeder Knochen in meinem Körper schmerzte. Ich wollte aufstehen, mich anziehen, frühstücken, losfahren. Ich hatte für diesen Tag das Deutsche Museum geplant. Aber mein Körper sagte einfach, nein, heute nicht. Ich blieb eine Weile im Bett liegen und starrte an die Decke. Draußen hörte ich die Stadt. Autos, Straßenbahnen, Menschen, die redeten und lachten. Das Leben ging weiter und ich lag da, krank und allein in einem fremden Land. Habt ihr schon einmal etwas Ähnliches erlebt? Kranksein ist schon zu Hause unangenehm. Man hat sein eigenes Bett, seine eigene Küche, vielleicht jemanden, der einem eine Suppe kocht. Aber krank sein auf Reisen, weit weg von allem Vertrauten, das ist noch einmal eine ganz andere Erfahrung. Man fühlt sich kleiner, verletzlicher und irgendwie auch, und das klingt vielleicht seltsam, lebendiger. Zuerst war ich ehrlich gesagt ein bisschen in Panik. Ich sprach damals noch nicht sehr gut Deutsch. Mein Niveau war so mittel. Ich konnte einfache Dinge sagen, ein bisschen einkaufen, fragen, wo die Toilette ist, mich im Restaurant bestellen. Aber jetzt brauchte ich plötzlich Wörter, die ich nie wirklich geübt hatte. Wörter wie Arzt, Apotheke, Rezept, Versicherungskarte, Krankenkasse. Diese Wörter klingen im Deutschen sehr ernst und offiziell, findet ihr nicht? Versicherungskarte, Allgemeinmedizin. Man spürt fast das Gewicht der deutschen Sprache in solchen Momenten. Ich holte mein Handy heraus und suchte zuerst nach dem nächsten Arzt. Auf Englisch natürlich, weil mein Kopf in diesem Moment keine anderen Wörter mehr fand. Aber dann dachte ich, warte mal. Du bist in Deutschland, versuch es auf Deutsch. Ich tippte also, Arzt in der Nähe München-Schwabing. Und tatsächlich, es gab eine Praxis nur 3 Straßen entfernt. Dr. Praxis stand dort auf dem Bildschirm. Das Wort klang auf einmal sehr offiziell und irgendwie beruhigend. Ich zog mich langsam an, schnappte meinen Reisepass und meine Versicherungsunterlagen und machte mich auf den Weg. Draußen war es kalt. Ein typischer bayerischer Herbstmorgen. Grau, feucht, mit diesem besonderen Geruch von nassem Pflasterstein und Bäckereiduft, der aus einem kleinen Café nebenan kam. Ich konnte den Kaffee fast riechen. Stark, frisch, einladend. Unter anderen Umständen wäre ich hineingegangen. Aber an diesem Morgen wollte ich nur schnell ankommen. Die Praxis befand sich im Erdgeschoss eines alten Gebäudes. Die Fassade war hellgelb, ein bisschen verblasst vom Regen vieler Jahre, mit einem kleinen Messingschild an der Tür. Dr. Kessler, Allgemeinmedizin. Darunter stand die Öffnungszeit. Ich drückte die Tür auf und trat ein. Das Wartezimmer war ruhig und ordentlich. 4 oder 5 Menschen saßen auf beigen Stühlen und schauten entweder auf ihr Handy oder blätterten in alten Zeitschriften. Ein Aquarium stand in der Ecke. Kleine bunte Fische schwammen langsam hin und her. Das hatte etwas Beruhigendes. Eine ältere Dame lächelte mich kurz an, als ich hereinkam. Ich lächelte zurück, so gut ich konnte. An der Rezeption saß eine Frau mit kurzen dunkelbraunen Haaren und einer kleinen roten Brille. Sie schaute mich an und fragte freundlich, »Haben Sie einen Termin?« Ich schluckte. Das war der Moment. Mein erstes richtiges Deutsch an diesem Morgen. »Nein«, sagte ich langsam. »Ich habe keinen Termin. Ich bin krank. Kann ich warten?« Sie schaute mich einen Moment an, dann nickte sie ohne zu zögern. Natürlich. Bitte füllen Sie dieses Formular aus und nehmen Sie Platz. Oh. Sie reichte mir ein Klemmbrett mit einem weißen Zettel. Ich setzte mich hin und fing an zu lesen. Name, Adresse, Geburtsdatum.
das kannte ich. Dann kamen Felder, die ich nicht sofort verstand. Krankenkasse, Versicherungsnummer, Beschwerden. Ich schrieb langsam und sorgfältig. Bei Paubeschwerden schrieb ich Halsschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen. Beisch. Einfache Wörter, aber sie beschrieben genau, was ich fühlte. Dann gab ich das Klemmbrett zurück und setzte mich wieder hin. Ich wartete ungefähr 20 Minuten. In dieser Zeit beobachtete ich still die anderen Menschen. Ein junger Mann hustete leise hinter seinem Schal. Eine Mutter saß mit einem kleinen Kind auf dem Schoß, das ihr Haar berührte und sehr müde und sehr süß aussah. Ein älterer Herr las eine Zeitung, sehr konzentriert, als ob er eine Prüfung vorbereiten würde. Das Leben in einem deutschen Wartezimmer, so alltäglich und doch so fremd für mich in diesem Moment. Ich dachte, diese Menschen kommen hierher jeden Tag, das ist ihr normaler Dienstag, und für mich ist es ein kleines Abenteuer. Dann hörte ich meinen Namen. Na, fast meinen Namen. Der Arzt sagte ihn mit einem etwas anderen Akzent, aber ich stand trotzdem auf. Dr. Kessler war ein ruhiger Mann, vielleicht Mitte 50, mit einem grauen Bart und einer sanften, tiefen Stimme. Sein Büro war ordentlich, mit vielen Büchern im Regal und einem großen Fenster, durch das man einen kleinen Innenhof sehen konnte. Er bat mich, Platz zu nehmen und fragte auf Deutsch, was kann ich für Sie tun? Ich erklärte meine Symptome: Halsschmerzen, Fieber, Müdigkeit. Ich sprach langsam und wählte einfache Wörter. Er hörte aufmerksam zu, nickte dabei und unterbrach mich nie. Das gab mir Sicherheit. Er untersuchte mich dann gründlich und professionell. Er leuchtete in meine Kehle, drückte meine Lymphknoten, maß mein Fieber mit einem modernen Gerät am Ohr. »Eine Erkältung, sagte er schließlich, fast etwas beruhigend. »Aber eine starke. Sie müssen sich ausruhen. Keine langen Ausflüge, kein Stress.« Dann sagte er etwas, das ich nicht sofort verstand. Er wiederholte es langsamer und ich war dankbar dafür. »Bitte trinken Sie viel. Wasser, Tee, am besten Ingwertee mit Honig. Und nehmen Sie diese Tabletten 3-mal täglich, nach dem Essen und.« Er schrieb ein Rezept aus, langsam und sauber, und reichte es mir. Ich bedankte mich auf Deutsch. Er lächelte und sagte diese 2 Wörter, die ich nie vergessen werde. Gute Besserung, Bontas. Ich kannte diese Wörter schon, aber in diesem Moment klangen sie besonders warm, fast wie eine Umarmung in Wortform. Ich ging direkt zur nächsten Apotheke. In Deutschland sind Apotheken wirklich sehr einfach zu finden. Überall hängt dieses große rote A als Zeichen. Es ist fast unmöglich, eine zu übersehen. Ich trat ein und sofort roch es sauber, frisch, ein bisschen wie Minze und Kräuter. Ich wartete kurz und reichte der Apothekerin mein Rezept. Sie war jung, vielleicht Anfang 30, mit einem freundlichen Gesicht. Als sie merkte, dass mein Deutsch nicht ganz perfekt war, sprach sie automatisch klarer und langsamer, ohne dass ich darum bitten musste. Das fand ich wirklich schön. Sie erklärte mir, wie ich die Tabletten nehmen sollte, wann, wie viele, was ich essen darf vorher und was nicht, ob ich allergisch auf irgendetwas bin. Ich verstand fast alles, und was ich nicht verstand, fragte ich nach. »Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen?« Dieser Satz wurde mein bester Freund an diesem Tag. Kein Schämen, kein Verstecken, einfach fragen, und die Antwort kommt. Sie gab mir auch eine kleine Broschüre mit auf Deutsch. Ich las sie später im Hotel mit dem Wörterbuch auf dem Handy. Es war wie eine kleine Lernstunde, mitten in meiner Krankheit. Auf dem Rückweg zum Hotel kaufte ich in einem kleinen Supermarkt noch Ingwertee, Honig, frischen Ingwer und eine Packung Hafersuppe. Der Mann an der Kasse war ältlich, mit einem grauen Schnurrbart und müden Augen, aber er nickte mir freundlich zu, als er mir das Wechselgeld gab und sagte leise, schönen Tag noch, Puntatzbey. Diese 3 Wörter, so einfach und doch so ehrlich. Ich verbrachte den Rest des Tages im Bett. Aber es war ein anderes im Bett liegen als am Morgen. Jetzt hatte ich Tee, Medizin, eine warme Suppe und das gute Gefühl, dass ich die Situation gemeistert hatte. Auf Deutsch, alleine, in einem fremden Land. Ich machte mir Ingwertee, richtigen Ingwertee, mit frischem Ingwer, den ich dünn geschnitten hatte, Honig und ein bisschen Zitrone. Ich saß am kleinen Tisch beim Fenster, hielt die warme Tasse in beiden Händen und schaute auf die Straße hinunter. Die Menschen liefen vorbei. Schirme, Mäntel, Taschen. Der Regen fing leicht an zu fallen. Und ich dachte, das ist auch ein Teil von Deutschland. Nicht nur die Museen und die Schlösser. Auch das hier. Ein ruhiger Dienstag im Regen. Eine kleine Arztpraxis mit einem Aquarium im Wartezimmer. Eine Apothekerin, die langsamer spricht, weil sie merkt, dass man Hilfe braucht. Ein Mann an der Kasse, der sagt, schönen Tag noch, Punkten. Habt ihr schon mal etwas Ähnliches erlebt?
Einen Moment auf Reisen, wo ihr eigentlich wolltet, dass alles schnell geht, und dann habt ihr plötzlich entdeckt, dass das Langsame das Schönste war? Ich blieb 2 Tage länger in München. Nicht wegen der schönen Museen oder der Biergärten, obwohl ich die auch sehr genossen habe später, sondern weil ich ruhte, weil mein Körper es brauchte. Ich trank meinen Ingwertee am Fenster und schaute auf die ruhige Straße hinunter. Manchmal fuhren alte Trambahnen vorbei, orange und langsam, mit diesem charakteristischen metallischen Klingeln, das so typisch für München ist. Am 3. Tag fühlte ich mich besser. Nicht 100%, aber genug. Genug, um die Stadt mit neuen Augen zu sehen. Ich spazierte durch den englischen Garten, die Luft war frisch und klar nach den Regentagen, die Bäume rot und gelb im Herbstlicht. Ich aß eine Brezel auf einer Bank, trank einen heißen Kaffee und war einfach dankbar. Dankbar für meine Gesundheit. Dankbar für die freundlichen Menschen in der Praxis und in der Apotheke. Dankbar für diese kleine, unerwartete Erfahrung, die mich so viel gelehrt hatte. Über Sprache, über Mut und über die stille Freundlichkeit des deutschen Alltags. Wenn ihr einmal nach Deutschland reist, und das empfehle ich euch wirklich sehr, von Herzen, macht euch keine zu großen Sorgen, wenn etwas schief läuft. Das deutsche Gesundheitssystem ist sehr gut organisiert. Es gibt überall Apotheken. Die Ärzte sind kompetent, die Menschen sind hilfsbereit, auch wenn sie manchmal am ersten Blick etwas ernst wirken. Und wenn ihr ein bisschen Deutsch sprecht, auch nur ein bisschen, werden die Leute das sehr schätzen. Ihr müsst nicht perfekt sein. Niemand erwartet das. Aber der Versuch zählt. Der Versuch öffnet Türen. Wörter wie ich fühle mich nicht wohle oder ich brauche einen Arzt oder wo ist die nächste Apotheke? Lernt diese Sätze. Schreibt sie auf. Speichert sie im Handy. Sie sind einfach, aber sie können in einem schwierigen Moment sehr wichtig sein. Ihr lernt solche Dinge durch das Zuhören, durch das Erleben, genauso wie heute in dieser Geschichte. Und das ist einer der schönsten Wege, eine Sprache wirklich zu verstehen. Nicht aus einem Lehrbuch, sondern durch das Leben selbst. Falls euch diese Art zu lernen gefällt, dann freue ich mich sehr über euren Daumen nach oben. Das ist eine kleine Geste, aber sie zeigt mir, dass diese Geschichten euch helfen. Und das motiviert mich sehr, mehr für euch zu machen. Danke für eure Unterstützung. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder wenn ihr einfach auf Deutsch üben möchtet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich lese alles und ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Habt ihr euch schon einmal krank gefühlt auf Reisen? Wie habt ihr das gemeistert? Was war euer schwierigster Moment? Erzählt mir davon. Auf Deutsch, auf Englisch, auf was auch immer ihr möchtet. Hauptsache ihr schreibt. Und wenn ihr diese Art von deutschen Geschichten regelmäßig hören möchtet, dann abonniert Wow Spoken German, damit ihr keine neue Geschichte verpasst. Wir haben viele mehr Abenteuer, viele mehr Momente, die euer Deutsch auf eine natürliche und angenehme Art verbessern. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, einen klaren Kopf und vor allem gute Gesundheit, wohin auch immer euer Weg euch führt. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.